Ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ja, die eine Saison geht, die andere kommt. Wir haben Kirschzeit und passend dazu zeige ich euch heute meinen Kirschpuddingkuchen mit Streusel. Viel Spaß! Hierfür brauchen wir einen Mürbeteig. Inklusive Streusel braucht ihr 300 Gramm Mehl, 110 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 30 Gramm gemahlene Mandeln, ein Ei Größe M und 140 Gramm kalte Butter. Los geht's! Ich habe jetzt hier mein Mehl auf einer sauberen Arbeitsfläche, da habe ich eine Mulde oben hineingedrückt und da kommt jetzt mein Ei hinein. Den Zucker gebe ich außenrum, ebenfalls auch die gemahlenen Mandeln und den Vanillezucker. Die Butter sollte kalt sein und in kleine Würfel geschnitten, das wird einfach nur ringsherum aufs Mehl gelegt. Jetzt das Ganze verkneten. Ich mache das wie immer mit meinen 2 Teigschaber am Anfang. Einfach ein bisschen rumhacken. Ja, ich finde halt einfach, das ist nicht ganz so dreckig. Also man hat dann nicht ganz so arg verklebte Finger. Dann geht es weiter mit den Händen. Und zwar wird so lange durchgeknetet, bis wir einen richtig schön festen Mürbteig haben. Das dauert ein klein wenig. Bevor ihr aber den Teig komplett zu einem festen Mürbteig knetet, müsst ihr, wenn der Teig anfängt zu bröseln, einen Teil davon wegnehmen, denn das sind dann die Streusel für später. Und dann könnt ihr den Rest zu einem festen Mürbteig kneten. Der Teig kommt jetzt in eine Frischhaltefolie oder wie ich hier in einen Gefrierbeutel, der darf jetzt eine halbe Stunde kühlen. Dann geht es weiter mit der Füllung, die ist sehr einfach. Dazu braucht ihr 2 Päckchen Vanillepuddingpulver, 80 Gramm Zucker, 800 Milliliter Milch, 250 Gramm Mascarpone, 400 Gramm frische Kirschen und eine Handvoll gehackte Mandeln. Los geht's. Wir müssen jetzt einen Pudding herstellen. Hier habe ich meine 2 Packungen Puddingpulver drin. Da gebe ich jetzt von den 80 Gramm Zucker so gut 4 Esslöffel damit hinein. Dann von der Milch ein bisschen noch dazu, und zwar so viel, dass sich das Ganze schön verrühren lässt. Jetzt verrühren, und zwar so lange, bis keine Klümpchen mehr drin sind. Die restliche Milch müssen wir erhitzen und wenn die Milch anfängt zu steigen, kommt das Puddingpulver, also die Mischung, damit hinein und dann auch sofort umrühren, kurz aufkochen lassen und dann darf das Ganze ein bisschen abkühlen. Und zwar gebe ich dann den Pudding noch in eine separate Schüssel, da geht es nämlich etwas schneller. Gib eine eine Frischhaltefolie darüber. Das dient einfach nur dazu, dass währenddessen der Pudding auskühlt, sich keine Haut bildet. Ja, und dann lasse ich das Ganze auskühlen. Was heißt auskühlen? Er muss nicht komplett ausgekühlt sein, ist lang, wenn er lauwarm ist. Das dauert schon eine Stunde. In der Zwischenzeit bereite ich meine Kirschen vor, und zwar waschen, Stiel weg und entkernen. Da, zack, habt ihr das gesehen? Den hat es mir voll gegen die Wand gehauen. Also dieser Entkerner ist eigentlich schon ganz gut. Bloß muss ich ein bisschen tiefer gehen. Und dann klappt es auch. Sieht man ganz gut. Ist ganz praktisch. Muss aber nicht sein. Wer sowas nicht hat, der schneidet einfach die Kirsche zur Hälfte auf und holt sich den Kern raus. Also gar kein Thema. So sah das Ganze dann aus. Ja, dann ist ungefähr eine Stunde rum. Jetzt brauche ich meinen Teig wieder. Eine Springform mit einem Durchmesser von 26 cm, die habe ich mit Backpapier ausgelegt. Den Teig knete ich nochmal kurz durch und diesmal rolle ich ihn nicht vorher aus, sondern ich gebe ihn in die Form und verteile den Teig mit den Händen in der Form. Das klappt nämlich auch ganz gut. Denkt bitte daran, dass ihr auch einen Rand ziehen müsst. Hier habe ich wieder mein tolles Rädchen, also ich liebe das, es ist perfekt für solche Törtchen oder besser gesagt Kuchen. Einfach ein bisschen glatt drücken und dann am Rand eben einen Rand hochziehen. So sah das Ganze dann aus. Das kommt nochmal kurz zur Seite, jetzt brauche ich meinen Pudding wieder. Den verrühre ich ganz kurz, also den lockere ich nochmal auf, weil unterdessen ist er ja ein wenig fester geworden. Und da kommt jetzt die Mascarpone mit rein. Wer Mascarpone nicht mag, kann auch Creme Fraiche mit dazugeben. Ich habe das jetzt auf 2-mal portioniert, also einmal die eine Hälfte hinein, umrühren. Ich habe es jetzt mit dem Schneebesen gemacht, aber ich würde euch raten, einen Handrührer zu nehmen. Das ist ein bisschen einfacher, aber so spart man sich Strom. Dann den Rest nochmal kräftig durchrühren. Vielleicht abschmecken, vielleicht ist es euch nicht süß genug und gebt dann noch etwas Zucker dazu und dann passt die Sache. Ja, und dann kommt mein Pudding
auf den Keksboden, einfach hineingeben. Und die Kirschen einfach darüber kreuz oder quer streuen. Ihr könnt auch ein Glas nehmen, aber ich hatte jetzt frische und ich finde, frische sehen auch ein bisschen schöner aus. Und es schmeckt auch ganz gut. Also, aber wie gesagt, wer keine frischen Kirschen hat, der kann auch eingelegte nehmen. Aber die müsst ihr halt vorher dann absieben. Dann kommen meine Streusel noch drauf. Richtig schön ordentlich die Streusel verteilen. Zum Schluss noch die gehackten Mandeln dazu, also einfach auch kreuz oder quer verstreuen und dann darf das Ganze bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für gute 50 Minuten backen. Nach dem Backen in der Form auskühlen lassen und dann rate ich euch, ihn nochmal eine Stunde in den Kühlschrank zu stellen, damit auch wirklich dieser Pudding fest wird. Dann lässt es sich auch besser schneiden. Ja, wenn es dann komplett ausgekühlt ist, den Rand wegnehmen. Natürlich vorher ein bisschen mit dem Messer am Rand entlang schneiden, aber aufpassen, dass er den Rand nicht kaputt macht. Und ich habe dann noch ein bisschen Puderzucker darüber gegeben. Ihr könnt auch Sahne drauf geben, also das schmeckt auch total lecker. Und dann ist so ein richtig schöner, leckerer Kuchen fertig. Und das Tolle an solchen Kuchen ist, jetzt gerade auch zur heißen Zeit, man kann sie ohne weiteres transportieren, ohne dass sie motzmäßig gekühlt werden müssen. Also wie zum Beispiel, wenn ihr ins Freibad geht oder am See, Picknick oder ihr fahrt in Urlaub, ist der perfekte Proviant. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.